Da fing das ja an, so mit 12, da ich das ausprobiert habe, alles Koks, Heroin, Ecstasy. Ja. Wer gibt denn einem 12-Jährigen Heroin? Ein 15-Jähriger. Ja. Patrick hat mit 12 Heroin gespritzt. Heftig. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Solche Geschichten höre ich in den nächsten Tagen eine Menge. Drogen können dich verändern und bestimmen, wer du bist. Aber das Christe macht mich kalt, also es lässt mich gar nichts spüren. Also da ist so ein bisschen was gestorben in dir oder so, ja, hat sich verändert. Ja, also man stumpft halt ab. Auf einem Bauernhof in Hessen lernen Drogensüchtige, nüchtern zu leben. Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für die Babyziegen. Gerade in der Kontaktpause, wo ich ja keinen Kontakt zu niemandem haben darf und Tiere auch für mich da sein. Auf diesem Hof gibt es keine Ärzte, keine Psychologen. Dafür jede Menge Arbeit und die Regel, absolut keine Drogen. Sonst fliegst du sofort. Kalter Entzug. Für viele hier ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Ich war auf noch keiner Therapie, noch keiner Einrichtung, wo ich nicht betrunken habe oder Drogen konsumiert habe, außer hier. Wie geht das, ein Drogenentzug auf einem Bauernhof? Was machen die Menschen durch und wie schaffen sie den Absprung in die Welt da draußen? Um das herauszufinden, ziehe ich für 3 Tage hier ein. Egal welches Suchtproblem man hat, auf Hof Fleckenbühl darf jeder einziehen. Kostenlos, jederzeit, ganz unbürokratisch. Hallo. Gerade hat Milan Dienst in der Aufnahme. Streng genommen bin ich selber süchtig. Normalerweise rauche ich nämlich Zigaretten. Aber die sind hier auch verboten. Ja. Was sind denn die Regeln oder die? Also wir haben eigentlich nur 3 Regeln. Erstens, wir rauchen nicht. Zweitens, keine Gewalt oder deren Androhung. Drittens, wir nehmen keinerlei Suchtmittel. Als Raucher stellt man sich das halt auch vielleicht so ein bisschen vor, das könnte ja auch eine Entlastung sein für Leute, die ein anderes Suchtproblem haben, ein schwerwiegenderes oder wie man das am besten. Aber es gibt ja auch eine Suchtverlagerung. Deswegen darf man bei uns ins Gym auch erst nach einem Jahr, damit man nicht die Sucht verlagert und dann sich aufplustert wie weiß ich nicht was. Man darf nicht ins Fitnessstudio? Ins Fitnessstudio nicht. Knasti-Muckibuden, so gesagt, die wollen wir einfach nicht hier haben. Okay. Ja. Den Job in der Neuaufnahme macht Milan noch nicht lange. Wie alle, die hier leben, kam er als Süchtiger her. Vor gerade mal 5 Monaten. Damals ging es ihm richtig dreckig. Ohne Stoff kam er morgens nicht mehr auf die Beine. Warum bist du hergekommen? Ja, vor allem wegen Alkohol. Also ich habe eigentlich nur noch getrunken, wenn ich nichts zu tun hatte. Ich bin morgens aufgestanden, habe mir erstmal eine Flasche Wodka in den Schädel reingedreht, war danach eine Stunde joggen, habe dann gegessen und dann weiter getrunken. Du warst nach dem Wodka joggen? Ja, eigentlich jeden Morgen. Boah. Wie alt bist du? 23 werde ich am Sonntag. Okay. Wow, einen Alki hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Milan sieht aus wie das blühende Leben, aber er hat einen heftigen Entzug hinter sich. Du kamst ja dann hierher und ab dieser Bank durftest du keinen Tropfen mehr trinken. Ja. Ich habe halt gezittert und so die ganze Zeit Schweißausbrüche. Man schläft halt nicht, die ersten 2 Wochen so ungefähr. Und man zittert, man wacht auf, man geht aufs Klo. Man weiß nicht, was man sich machen soll. Und irgendwann beruhigt sich das wieder. Man fängt wieder an zu träumen, was eigentlich das Schönste dabei ist. Hof Fleckenbühl ist ein alter Gutshof in der Nähe von Marburg. Seit den 80er Jahren lebt hier eine Abstinenzgemeinschaft. Insgesamt über 100 Menschen. Der Hof finanziert sich aus dem, was hier so hergestellt wird, wie Milch und Käse. Außerdem kann man die Bewohner auch als Umzugshelfer buchen. Das restliche Geld für das Projekt kommt aus Geldauflagen, also Strafzahlungen aus Gerichtsverfahren. Auch Spenden und soziale Leistungen, wie das Arbeitslosengeld der Bewohner, landen in der Hofkasse. Alle, die hier wohnen, haben eine Drogengeschichte hinter sich. Im Hofladen treffe ich Christoph Feist, früher heroinsüchtig, heute einer der Hausleiter. Christoph erklärt mir, wie der Hof funktioniert. Wundert euch nicht über die Latzhose, dazu komme ich gleich. Wir bieten Leuten mit einem Suchtproblem an, hier jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, unabhängig von Religion, politischer Ausrichtung, sexueller Ausrichtung, finanzieller Ausrichtung, Gesundheitsstatus, die Möglichkeit hier einzusteigen. Also man muss sich nicht anmelden, wenn man herkommt und man kann so lange bleiben, wie man will. Aber es gibt Regeln, die sind am Anfang besonders streng. Ja, müsste eigentlich passen, ne? In den ersten 3 Monaten ist eigene Kleidung verboten. Genauso wie Kontakt nach draußen, Handy, Internet generell. Die Neulinge durchlaufen erstmal das Bootcamp. Morgens ist Arbeitsbesprechung mit den anderen Neuen. Keiner hier ist länger als 3 Monate runter vom Stoff. Es sind vor allem Jungs, die herkommen. Im Bootcamp bin ich die einzige Frau. In der Bootcamp-Zeit geht es darum, beschäftigt zu sein.
Ich werde dem Spültrupp zugeteilt. Innerhalb der einzelnen Gruppen gibt es Schichtleiter, so wie Marc. Ich soll halt ein bisschen gucken, dass die Jungs so das machen, was sie machen sollen und nicht irgendwo in der Ecke rumhocken und Langeweile kriegen und gammeln. Was alles damit zusammenhängt mit Langeweile. Wir wissen ja, was wir früher gegen unsere Langeweile gemacht haben. Denn wer Langeweile hat, kommt schnell auf dumme Gedanken. Das merke ich selbst. Ich soll abtrocknen, muss also ein bisschen warten, bis das erste Geschirr abgewaschen ist. Und schon denke ich an ein Pausenzigarettchen. Suchtdruck nennen sie das hier. Ablenken mit ein bisschen Quatschen? Auch schwierig. Man soll sich hier halt nicht heiß reden und so, weißt du. Und es ist für die meisten Leute in der Anfangszeit noch ziemlich schwer, ein normales Gespräch zu führen, das jetzt nicht gerade über Drogen geht. Endlich was zu tun. Und die Zigarette vergessen. Mein Nikotinentzug ist aber lächerlich gegenüber dem, was die anderen hier hinter sich haben. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Maurer. Da war ich eigentlich auch immer auf Strom, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich gab, glaube ich, nur das erste Jahr, in dem ich mal nüchtern war. Und dann habe ich angefangen, auf der Arbeit zu kiffen. Dann kam Alkohol mit dazu. Irgendwann nicht wieder mehr Leistung zeigen. Dann hast du den ganzen Tag auf der Arbeit noch Amphetamine konsumiert. Marc ist schon länger als 3 Monate hier. Er wäre eigentlich schon aus dem Bootcamp raus und auf dem nächsten Level im Haus, mit mehr Freiheiten. Aber er hat die Kontaktpause-Regel gebrochen. Die gilt nämlich auch innerhalb des Hauses. Da war ein Mädel, mit dem habe ich mich gut verstanden. Die hat auch hier gewohnt, oder? Die hat auch hier gewohnt. Ja. Und ja, wir sind uns halt ein bisschen zu nahe gekommen und dann wurden wir halt auseinandergegangen. Also wieder getrennt erstmal. Ja, wie kommt sowas eigentlich raus? Das frage ich mich. Na, sich erwischen lassen halt, ne? Wer bei einem Regelbruch erwischt wird genullt. Muss also wieder ganz von vorne anfangen. Das bleibt eigentlich nicht laufen können. Nee, das bleibt eigentlich nicht laufen. Wenn du hier jemanden dabei erwischt, dass der einen Regelverstoß begeht, ne? Und du deckelst das, dann kriegst du dieselbe Strafe wie die Leute, die den Regelverstoß gemacht haben. Das ist so, als ob du mitgemacht hättest. Am Anfang tat es weh. Ich war auch sauer, aber im Prinzip kann ich ja auf keinen sauer sein, der mich bei was erwischt, was ich falsch mache. Mich erstaunt, dass Marc die Kontaktpausenregel immer noch gut findet und verteidigt. Er war doch gerade dabei, sich zu verlieben. Aber im Gespräch verstehe ich dann, warum das alles seine Gründe hat. Dadurch, dass ich schon recht früh angefangen habe zu konsumieren, gab es auch nie nüchterne Beziehungen, so, weißt du? Und jetzt wäre das die erste Beziehung, die mal nüchtern wäre. Ganz anderes. Nüchtern klarkommen. Dabei sollen sich die Jungs unterstützen. Deshalb leben sie in Gruppenzimmern mit 4 bis 6 Mann. Das ist dein Bett? Ja, so unser Zimmerältester. Hast du auch Bücher hier, ne? Ja. Die Bibel? Ja, das soll gute Literatur sein, oder? Das meistverkaufte Buch auf der Welt, ne? Aber bist du gläubig? Überhaupt nicht. Aber ich wollte mich einfach mal damit auseinandersetzen. So. Vielleicht gibt es mir einfach nur einen guten Denkanstoß für irgendeine Situation mal oder so. Die meisten Jungs hier haben schon andere, weiche Entzüge hinter sich, mit Therapeutengesprächen oder Ersatzdrogen. Auch Patrick, ein Bootcamp-Kollege mit jeder Menge Entzugserfahrung. Andere Therapien haben bei ihm nichts gebracht. Also ein typischer Süchtiger wie ich, der findet immer seinen Weg, wie er sich da durchschlängelt. Ich war auf noch keiner Therapie, noch keiner Einrichtung, wo ich nicht betrunken habe oder Drogen konsumiert habe, außer hier. Also hier, bei allen meinen Aufenthalten war ich immer komplett nüchtern und clean. Aber in jeder staatlichen Einrichtung oder wo Angestellte sind, Therapeuten, Psychologen, denen habe ich Geschichten erzählt. Ja, wenn ich denen erzählt habe, ich war gerade duschen, deswegen habe ich rote Augen, dann haben die das geglaubt. Wenn ich denen das anderthalb Jahre lang erzählt habe, dann habe halt geguckt, dass ich auch noch Haare habe, wenn ich ins Gespräch komme, aber die habe ich nicht vom Duschen gehabt. Ja. So. Auf Hof Fleckenbühl hat jeder Drogenerfahrung. Es gibt keine professionelle medizinische oder psychologische Begleitung. Die einzige Therapie besteht aus Gruppengesprächen einmal in der Woche. Das Prinzip Selbsthilfe steht über allem. Und alle hier stehen hinter diesem Konzept. Sind ja lauter Profis. Ja. Ne? Alles Leute, die entzogen haben. Und keiner kann besser betreuen wie jemand, der es selbst erlebt hat. Es gibt auch Kritik an so einer Art von Entzug. Aber alle sind freiwillig hier und können gehen, wann immer sie wollen. Um 18 Uhr gibt's Abendessen. Das Programm geht aber weiter. Neulinge dürfen abends nicht vor 9:30 aufs Zimmer. Bloß nicht allein sein, bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. Also spielen wir Backgammon. Ich treffe Patrick wieder. Was hast du mit 12 Jahren alles genommen? Also mit 12 habe ich täglich Alkohol getrunken, ich habe täglich gekifft und sagen wir mal so 4 Tage die Woche Amphetamine konsumiert. Gelegentlich, also
da fing das ja an, so mit 12, dass ich das ausprobiert habe, alles. Koks, Heroin, Ecstasy. Ich meine, wer hat dir das denn gegeben in dem Alter? Das ist ja Für Geld kriegt man alles. Für Geld gibt's alles, ja. Wer gibt denn einem 12-Jährigen Heroin? Wie geht denn das? Andere Heroin-Junkies. Ein 15-Jähriger. Ja. Aber auch ein 20-Jähriger gibt dir das. Wenn du zahlst, kriegst du es. Ja, war eine krasse Zeit. Also da wollte ich dann auch jemanden aus meiner Familie umbringen, bin ich mit der Axt auf jemanden losgegangen und so. Das war schon eine krasse Zeit. Wie alt warst du da? 13. Da war ich 13, ja. Patrick hatte eine verdammt schwierige Kindheit. Die genauen Hintergründe erzählt er mir nur ohne Kamera. Ich sag mal so, er hat schon als Kleinkind viele Verletzungen einstecken müssen, körperliche und seelische. Viele hier haben Mischkonsum betrieben, sich mit verschiedenen Sachen zugedröhnt. Florian hat Probleme mit LSD und anderen Halluzinogenen. Er wurde gerade genullt, wegen verbaler Gewaltandrohung. Regelverstoß, zurück auf Anfang. Wieder ganz unten in der Hofhierarchie. Ich habe zu jemandem gesagt, dass ich ihm ein heißes Wasser ins Gesicht schütte. Ja. Und das ist halt dann, das ist unsere zweite Regel und das geht nicht. Und deswegen wird man dann genullt und darf nochmal von vorne anfangen. Am nächsten Morgen ist Florian weg. Er hat aufgegeben. Das Unterordnen, die Disziplin, er hat es nicht durchgehalten. Zweimal die Woche kriegt er seine Kleider aus dem Schrank geschmissen, weil er sie einfach nur unordentlich reinschmeißt. Aber ist in Ordnung halt. Ja, aber also ich sag mal so, ich habe meinen Schrank draußen auch nicht aufgeräumt. Mir war es auch egal, ob ich in meinem Suff 3 Tage nicht duschen gegangen bin. So. Aber hier ist halt, wir sind ja nüchtern. Wir wollen ja auch wieder ein normales, nüchternes Leben lernen. Denkst du, dass er jetzt triffst du es wieder? Oder was glaubst du? Ich hoffe es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, klar. Das ist der Moment, wo ich mal kurz hier raus muss. Diese Brücke dürfen Neulinge eigentlich nicht allein überschreiten. Aber ich halte es nicht durch. Lächerlich irgendwie im Rückblick. Aber es geht in dem Moment nicht anders. Ich gehe laufen. Was ich hier mache, ist eigentlich nicht erlaubt. Ich habe das Hofgelände verlassen. Hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Ich musste aber einfach mal raus da. Und mir geht es auch ehrlich gesagt schon, fühle mich schon ein bisschen befreiter, seitdem ich nicht mehr da auf diesem Hof bin. Wenigstens das Tabakverbot ziehe ich durch. Könnte ja jemand riechen, dass ich eine geraucht habe. Wir gehen jetzt die Ziegen tränken. Okay. Zurück auf dem Hof, zurück zur Arbeit. Ich treffe Anne, eine von nur 13 Frauen hier, zwischen 90 Männern. Warum gibt es hier eigentlich so wenig Frauen? Dadurch, dass Frauen durch ihre familiäre Einbindung, ihre Verantwortung gegenüber ihren Kindern eine ganz andere Grundverantwortung zum Leben haben, lassen sie sich auch nicht so schnell gehen wie Männer. Das heißt, sie stürzen auch nicht so schnell ab. Ja? Kann man sagen, die sind auch seltener süchtig? Das würde ich nicht sagen, aber sie leben ihre Sucht wesentlich länger gesellschaftsfähig aus. Ja, das ist so der Unterschied. Hattest du vorher schon was mit Landwirtschaft zu tun? Ja, ich bin gelernte Geflügelwirtin. Ach so. Ja, aber ich habe in dem Beruf nach meiner Ausbildung nur ein Jahr noch gearbeitet in der Brüterei. Das war ganz, ganz, ganz furchtbar für mich, wenn man so sieht, wie die kleinen Küken geschreddert werden und wie Produkte durch die Gegend geschmissen werden. War nicht schön. Und wie bist du hier gelandet? Also angefangen hat es natürlich mit Marihuana, also mit Alkohol. Ne? So die letzten Jahre waren hauptsächlich Cannabis und Crystal Meth. Aber das Crystal macht mich kalt, also es lässt mich gar nichts spüren. Also keine Freude, keine Traurigkeit. Es stumpft halt ab und ich merke auch heute noch, wie abgestumpft ich von dem Zeug bin. Die Drogen haben sie zum Tier gemacht, sagt sie. Um an den Stoff zu kommen, hat sie alles getan. Heute mit klarem Kopf schämt sie sich dafür. Aber ihre Gefühlswelt ist immer noch durcheinander. Also hier kommen ja viele Menschen und gehen ja auch viele Menschen. Und es sind auch schon viele gegangen, die mir ans Herz gewachsen sind. Und da merke ich zum Beispiel, dass es mir nicht mehr so weh tut, wie vor vielleicht 10 Jahren oder so. Dass es nicht mehr so an die Substanz geht, ne? Dass das an mir abprallt. Ja. Also da ist so ein bisschen was
gestorben in dir oder so, hat sich verändert in dir. Also man stumpft halt ab, ne? Aber ich merke auch, dass das auch wiederkommt und ich brauche auch meine Zeit. Auch Anne hat schon andere Entzüge hinter sich, mit Ersatzstoffen, die sogenannte warme Methode. Und den Heroinentzug, den hattest du in einem Krankenhaus gemacht. Da wurde ich auch substituiert. Mit Methadon dann, oder? Mit Subutex. Hallo. Halt geben ihr im Moment ihre Ziegenbabys. Von ihnen wird Anne gebraucht. Ja. Wirft das 4-mal am Tag? Mhm. Und dann in dem Moment geht es dir doch richtig gut, ne? Ja, total. Da kann man ja gar nicht anders, als sich zu freuen. Ja, ne? Und gibt es dann auch so Momente, wo es vielleicht schwierig ist hier? Na klar, gibt's auch. Wenn ich zu viel nachdenke, dann kommt man auf dumme Ideen und dann muss ich mich auch irgendwie wieder ablenken oder darüber reden. Geht das? Gerade in der Kontaktpause, wo ich ja keinen Kontakt zu niemandem haben darf, waren die Tiere auch für mich da, sag ich mal. Ja. War ihr süß. Ich seid ja meine Kleinen. Manchmal hat es mir auch einfach nur geholfen, wenn jemand da war, der mich versteht. Jetzt darf ich endlich auch mal ganz offiziell das Hofgelände verlassen. Gruppenspaziergang mit den anderen Neulingen. Einmal die Woche dürfen alle Latzhosenträger vom Hofgelände runter. Nur unter Aufsicht, nie allein. Findest du das auch alles nötig oder hast du das Gefühl, du könntest auch alleine mal kurz ins Städtchen und es würde nichts passieren? Oder denkst du, ich glaube, das würde so jeder sagen, dass man sich in der Lage fühlt, auch als unter 6-Monatiger in die Stadt zu gehen. Aber es hat ja so seinen Sinn und Zweck, die haben ja ihre Erfahrungen mitgemacht und ich persönlich finde es eigentlich ganz gut so. Ich sag, ich würde zwar von mir aus selbst behaupten, ich komme draußen alleine klar, aber ich merke halt so schon noch zwischendrin, das sind doch dann nochmal so Suchtdruckschübe, die man so, ist man doch eher so dazu geneigt zu sagen, ich gehe jetzt raus und trink mir ein oder sonst was. Und der Alkohol ist nur ein paar Fußminuten entfernt. Vorhin beim Joggen habe ich die Tankstelle im Dorf entdeckt. Und zum ersten Mal ist mir dabei aufgefallen, wie viel harten Alk es eigentlich in so einer kleinen, unschuldigen Dorftanke zu holen gibt. An dieser Tankstelle gehen wir auch des Öfteren vorbei bei diesen Spaziergängen. Ja. So die erste Zeit auch, teilweise immer noch, habe ich so, wenn wir hier durch Dorf gehen, an den Zigarettenautomaten vorbei, dann stehe ich davor, jetzt könntest du eigentlich so. Solange sie nur in Gruppen raus dürfen, schaffen es die Jungs, an der Tanke vorbeizugehen. Aber was ist, wenn sie irgendwann wieder allein losziehen können? Sind sie darauf überhaupt vorbereitet? Ist das hier nicht auch so eine heile Blase, in der man lebt? Es ist heile, es ist aber keine Blase, weil es ist das echte Leben. Diese Blase, die, wenn man dieses Wort benutzen will, die steht für das erste halbe Jahr, wo die Kontaktpause ist. Die steht vielleicht noch für das erste Jahr, weil dann auch noch die Struktur so eng ist, dass man nicht viele Möglichkeiten hat, irgendwo falsch zu laufen. Nach dem ersten Jahr lockern sich die Regeln. Die Bewohner von Hof Fleckenbühl haben dann Kontakt nach draußen, nehmen am normalen Leben teil. Wer will, kann aber für immer hier bleiben, solange man absolut keine Drogen konsumiert. Doch die meisten gehen irgendwann, wenn sie sich sicher genug fühlen. Oder schon früher, wenn der Suchtdruck einfach zu groß ist. Findet ihr, dass es irgendwas gibt, was Leute, die vielleicht nicht euer krasses Schicksal haben, die ein ganz normales Leben draußen führen, dass die irgendwas von euch lernen könnten oder so? Schwierig. Also ich habe eigentlich immer gedacht, so, mir könnte das nie passieren, dass ich so ein heftiges Suchtproblem mal entwickle. Ja. Aber da ist halt echt keiner bewahrt davor. Ja. Wenn du das echt mal übertreibst so, und es zu alltäglich wird und du Sachen, die du vorher normal, also wir hatten ja alle mal ein normales Leben, wir sind ja nicht süchtig auf die Welt gekommen. So, ja. Mir ist es recht früh aufgefallen, dass ich in der Schule über die Leistungen nachlässt oder dass ich einfach Interesse an Dingen verliere, die mir Spaß machen, weil mir die Drogen wichtiger geworden sind, der Alkohol. Und ich denke mal, wenn einem sowas auffällt, dann sollte man sich auch irgendjemanden suchen und mit dem man darüber reden, der mit Erfahrung hat. Sonst endet es irgendwann so, wie es bei mir geendet ist. Also, ja, man konsumiert ja immer mehr. Und ja, ich kenne das auch am Wochenende anfangen und nur am Wochenende, aber das funktioniert ja irgendwann.
ändert sich das. Irgendwann fängt man unter der Woche an und dann ist es halt, ja, dann ist es was Alltägliches. Und dann ist es schon vorbei, kann man sagen. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Was denkt ihr über so eine Art von Entzug? Was denkt ihr über die Geschichten, die ihr gehört habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr anzuschauen, hier oben findet ihr unseren Kanal Y2 mit Q&As und mit Behind the Scenes. Und hier unten findet ihr den Film Junkies im Untergrund von meinem Kollegen Noah.